Hallo zusammen, heute möchte ich mal schnell eine gute, ja, Verbesserung ist das eigentlich nicht, sondern ja, für Spiel Gothic 2 nach das Rahmen ist es schon eine Verbesserung. Und zwar Quick Save, F5 schnell speichern, F9 schnell laden. Findet man nicht dort. Ich habe es auch nicht gefunden. Also ich habe mich immer gefragt, eine Option in der Einstellung gibt es nicht. Also in der Tastaturbelegung gibt es nicht. Dann gibt es das wohl nicht. Und dann, ja. Aber ewig hier, wenn man jetzt mal irgendwie ein Problem sieht gegen Orks oder sonst irgendwas. Oder man öffnet eine Truhe wegen Dietriche Sparen. Und das kennt ihr ja alles, ne? Immer ins Menü rein, dann speichern. Und dann ja, wenn es nicht geklappt hat, wieder neu laden und ist doch sehr umständlich. Und ich habe das hier jetzt mal gefunden gehabt. Die Option ist gegeben, dass man das nutzen kann, bloß man muss eine kleine Umstellung machen in der Gothic-Datei, also eine Konfigurationsdatei. Und dazu geht ihr alle mal in diesen Ordner rein, wo euer Spiel abgelegt ist. Ne? Bei mir ist es immer noch hier bei der C-Festplatte. Manche sagen ja, wenn bei ja, Programm 86 abgespeichert ist, das Spiel Gothic 2, könnte es Probleme geben. Naja, ich habe noch keine Probleme. Ich habe auch nur eine Festplatte. Also bei einem hat man ein Problem, beim anderen nicht. Ihr wisst, wie das ist im Leben. Ne? Ein Problem ist nicht bei allen gleichzeitig. Dann wäre nämlich alles einfach. Gut, bei mir liegt er jedenfalls hier drinne. Bei vielen wird er auch hier drinne liegen und so. Dann klicken wir da mal doppelt drauf. Dann gehen wir runter auf diesen Systemordner. Dann gucken wir uns diese Datei hier aus. Eine Konfigurationseinstellungsdatei. Die heißt nur Gothic. Ne? Doppelklick. Und dann gehen wir hier einfach mal runter. Das ist bei hier Game hier oben. Bisschen runter scrollen. Und dann den braucht ihr. In der Regel steht hier eine 0. Also aus der 0, ne, wegmachen, eine 1 machen, dann auf Datei und speichern. Ich habe da zweimal gemacht gehabt und im Spiel ging es nicht. Ich habe mich gewundert, warum. Ja, Dussel hatte natürlich nicht abgespeichert. Ich bin einfach rausgegangen und dann ist okay. Ihr seid natürlich cleverer, als ich das bin. Und dann gehen wir mal ins Spiel rein und schauen, was das jetzt macht. Ich gehe über Spine rein, hier, diese Quick Loot hier. Wenn ihr auch bei Spine seid, könnt ihr hier oben mal in die Datenbank eingeben. Quick Loot. Sehr gute Erweiterung. So, hier sind wir jetzt drin im Spiel. Und jetzt wollen wir mal gucken, ne? Also ich ziehe jetzt einfach mal meine Waffe. Das habe ich auch übrigens umgestellt. Ich kann jetzt hier im Stand ohne jetzt rechts, links, bla bla. Ich kann mich jetzt drehen und das und jenes und. Ich kann blocken, aus dem Blocken raus, dann blockt er wieder rein. Also ohne dieses Rumtänzeln auf der Tastatur. Das habe ich nämlich, das kann ich euch nebenbei dann auch nochmal kurz zeigen. So, jetzt machen wir einfach mal F5. Seht ihr? Er speichert. Jetzt gehen wir hier runter. Dann müssen wir bei der Treppe ja wieder rauskommen nachher, ne? F9. Seht ihr? Und wir sind wieder da. Wunderbar, ne? Das ist auch, als immer hier ins Menü rein. Wenn ihr jetzt natürlich hier über dieses Menü laden wollt, dann müsst ihr hier nach unten scrollen, ne? Hier, da ist es dann, ne? Quick Save. Da könnt ihr reingehen. Aber das andere mit dem Kämpfen, wenn man jetzt hier auf Einstellung geht, Steuerung, weitere Tasten, nee, da war das noch nicht. Moment, Spiel, hier, bei Spiel, ne? Also hier bei Spiel hier oben, ne? Wenn ihr dann
Gothic 1 Controls ausmacht, in der Regel ist der an. Ich habe ihn auch immer angelassen, weil ich mir nichts bei gedacht hatte. Aber wenn ihr den ausmacht, dann geht diese Spielmechanik von Gothic 1 raus. Ihr legt euch eine gute Taste zum Waffe ziehen. Ich habe das auf Mausrad drücken, nicht hoch oder runter drehen, sondern drücken. Und dann kann ich hier rumeiern, wie ich lustig bin. Natürlich lernt er noch. Ich könnte natürlich auch das nochmal anders umlegen, dass ich eine Rechts-Links-Taste mache. Aber so habe ich immer das Gefühl, ich kann viel besser kämpfen irgendwo. Ich habe das Gefühl besser zum Kämpfen. Hier mal rausrennen und dann mal wieder rausrennen. Ich muss nicht immer auf der Tastatur bleiben. Ich kann also jetzt kämpfen, wann ich der Meinung bin, dass ich kämpfe. Und nicht das Spiel. Ne? Hier, ich drücke jetzt immer tipp, 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 immer auf die linke Maustaste. Hier blocken kann man auch mal reingehen. So, dann geht er wieder zurück ins Blocken, wenn ich Schlag ausgeführt habe. Deswegen, das ist für mich einfacher so. Falls euch das mal was bringt, stellt es euch um, probiert es. Also ich komme damit besser klar. Ich fühle mich jetzt freier, also das bin ich jetzt im Spiel, ne? In dem modernen Spiel macht man das ja schließlich auch. Zum Beispiel Witcher 3 habe ich jetzt viel gemacht. Der kämpft ja bald jetzt genauso. Wenn ich jetzt meine Kampfsystem ein bisschen lerne, ja, dann wird es schon besser sein, ne? Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.